Nebel am See. Erzählung für das Niveau B1. Am Samstag stand Lea sehr früh auf. Draußen war es noch dunkel und die Luft im Zimmer war kalt, obwohl die Heizung leise brummte. Sie hatte den Wecker extra auf 4:30 Uhr gestellt, weil sie am See filmen wollte, kurz bevor die Sonne aufgeht. Im Auto war es still, nur das Geräusch der Scheibenwischer war zu hören. Auf der Straße lag Nebel, so dicht, dass die Laternen wie verschwommene Punkte aussahen. Lea fuhr langsam und konzentriert, denn sie wollte nicht zu spät sein. Als sie am Parkplatz ankam, war dort niemand, kein anderes Auto, keine Stimmen, keine Musik. Der See lag irgendwo hinter den Bäumen, man konnte ihn nur erahnen, weil alles grau und weiß war. Lea nahm ihren Rucksack und das Stativ. Der Boden war nass und ihre Schuhe machten leise schlürfende Geräusche. Sie ging Richtung Ufer und dachte nur an das Licht und an die schöne Stimmung, die sie aufnehmen wollte. Plötzlich blieb sie stehen. Zwischen zwei Büschen lag etwas Schwarzes im Gras. Erst dachte sie, es sei Müll oder ein alter Handschuh. Doch als sie näher kam, erkannte sie eine kleine Tasche, flach und rechteckig wie ein Etui für Technik. Lea kniete sich hin und öffnete vorsichtig den Reißverschluss. Drinnen lag eine Speicherkarte in einer Plastikhülle und ein kleiner Zettel. Auf dem Zettel stand nur ein Wort: nicht. Sie spürte, wie ihr Magen kurz hart wurde. Das war nicht normaler verlorener Kram. Trotzdem steckte sie die Speicherkarte ein, weil sie wissen wollte, ob man die Besitzerin oder den Besitzer finden konnte. Am Ufer stellte sie das Stativ auf. Der Nebel hing über dem Wasser und irgendwo rief ein Vogel. Lea filmte ein paar Minuten, aber ihre Gedanken waren bei der Karte in der Tasche. Nach einer Weile setzte sie sich auf eine Bank und holte ihre Kamera heraus. Sie schob die Speicherkarte in den Adapter und schaute in das Menü. Vielleicht waren nur Urlaubsfotos drauf, dachte sie. Vielleicht hatte jemand einfach Angst, Daten zu verlieren. Das erste Video öffnete sich und Lea sah sofort. Es war auch am See aufgenommen worden. Das Bild war wackelig, als hätte jemand schnell gefilmt, ohne zu planen. Man hörte schwere Schritte und einen schnellen Atem. Dann tauchte eine Gestalt im Bild auf, nur halb zu sehen. Jemand trug eine Kapuze und zog etwas hinter sich her. Es sah aus wie ein längliches Paket, eingewickelt in Folie. Der Mensch blieb kurz stehen, schaute sich um und verschwand hinter einem Holzsteg. Lea drückte instinktiv auf Pause. Ihre Finger wurden kalt. Sie spielte das Video weiter ab. Die Kamera bewegte sich, als würde die Person rennen. Man sah den Steg, die nassen Bretter, den Nebel. Und dann einen Moment, der Lea nicht mehr aus dem Kopf ging. Die Person hob eine lockere Holzplanke an und schob das Paket darunter. Das Video endete abrupt. Kein Schluss, kein Ton mehr. Lea schluckte. Sie schaute sich um, als könnte gleich jemand hinter ihr stehen. Der Parkplatz war immer noch leer, aber das beruhigte sie nicht. Im Gegenteil, es fühlte sich an, als wäre sie zu allein. Sie nahm ihr Handy und machte ein Foto von der Planke am Steg, damit sie später genau wusste, wo es war. Dann überlegte sie, was sie tun sollte. Polizei? Aber was, wenn es nur ein dummer Streich war? Was ist, wenn sie sich lächerlich machte? In diesem Moment hörte sie ein Auto, ein Motor, langsam, näher kommend. Lea drehte den Kopf und sah einen dunklen Kombi, der auf den Parkplatz rollte. Er hielt nicht bei den normalen Plätzen, sondern etwas schräg, als wollte er schnell wieder weg. Die Fahrertür ging auf. Ein Mann stieg aus. Er trug eine Mütze und hielt sein Handy in der Hand. Er blieb stehen und schaute direkt in Leas Richtung, nicht freundlich, eher prüfend. Lea zwang sich, ruhig zu bleiben. Sie tat so, als würde sie nur ihre Kamera kontrollieren. Doch sie merkte, wie ihr Herz schneller schlug und wie sie plötzlich jeden Atemzug zählte. Der Mann ging ein paar Schritte, dann blieb er wieder stehen. Er schaute zum Steg, dann wieder zu Lea. Es war, als würde er überlegen,
ob sie hierher gehört. Lea packte die Kamera in den Rucksack, sehr langsam, ohne hektische Bewegungen. Sie wollte keinen Fehler machen. Gleichzeitig suchte sie in Gedanken einen Plan. Nicht rennen, nicht auffallen, einfach gehen. Sie stand auf, nahm den Rucksack und ging Richtung Weg zurück. Dabei hielt sie das Handy in der Hand, als wäre es ganz normal. Nach 10 Metern drehte sie sich nicht um, aber sie hörte Schritte hinter sich. Die Schritte waren nicht schnell, aber sie blieben in derselben Entfernung. Das machte es schlimmer, weil es wie eine Entscheidung klang. Der Mann folgte ihr absichtlich. Lea bog nicht Richtung Parkplatz ab, sondern ging einen kleinen Pfad entlang, der zu einem Café am anderen Ende des Ufers führte. Sie wusste, dass das Café morgens früh öffnete, weil dort oft Radfahrer frühstückten. Der Nebel wurde ein bisschen dünner und Lea sah in der Ferne das Dach des Cafés. In ihrem Kopf lief alles gleichzeitig. Die Planke, das Paket, der Zettel, nicht die Schritte hinter ihr. Plötzlich hörte sie, wie das Handy in ihrer Hand vibrierte. Eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. »Gib die Karte zurück!« Lea blieb fast stehen. Für einen Moment war es, als würde die Zeit langsamer werden. Woher hatte jemand ihre Nummer? Oder war das nur Zufall? Nein, das konnte kein Zufall sein. Sie ging schneller. Nicht rennend, aber zügig. Ihre Schuhe rutschten einmal auf dem feuchten Weg und sie musste sich kurz am Geländer festhalten. Als sie das Café erreichte, war die Tür schon offen. Drinnen roch es nach Kaffee und warmen Brötchen. 2 ältere Männer saßen am Fenster und sprachen leise. Hinter der Theke stand eine Frau und räumte Tassen. Lea trat hinein, stellte den Rucksack auf den Boden und atmete tief aus. Sie ging direkt zur Theke. »Entschuldigung«, sagte sie, und ihre Stimme klang höher als sonst. »Können Sie kurz? Ich brauche Hilfe. Ich glaube, da draußen folgt mir jemand.« Die Frau hinter der Theke schaute sofort ernst. »Setzen Sie sich erstmal. Möchten Sie, dass ich jemanden anrufe?« Lea nickte. »Ja, die Polizei.« Während die Frau telefonierte, setzte Lea sich an einen Tisch in der Nähe. Sie schaute durch das Fenster. Draußen stand der Weg im Nebel. Nach wenigen Sekunden tauchte der Mann mit der Mütze am Rand des Parkplatzes auf. Er blieb stehen, als hätte er nicht erwartet, dass Lea ins Café geht. Er zog sein Handy heraus, tippte etwas und schaute wieder hoch. Dann drehte er sich um und ging langsam zurück zu seinem Auto. Lea sah, wie der Kombi startete und wegfuhr. Die Frau hinter der Theke legte auf. »Die Polizei ist unterwegs. Was ist passiert?« Lea holte die Speicherkarte aus der Tasche und legte sie nicht offen auf den Tisch, sondern hielt sie fest in der Hand. »Ich habe das gefunden«, sagte sie, »und ich glaube, auf der Karte ist etwas drauf, das nicht harmlos ist.« Als die Polizei kam, erzählte Lea alles. Den Parkplatz, den Zettel, das Video, den Steg, die Nachricht. Die Beamtin hörte aufmerksam zu und stellte kurze Fragen, ohne Lea zu unterbrechen. »Sie haben richtig gehandelt«, sagte die Beamtin am Ende. »Wir schauen uns das an und wir gehen mit Ihnen zum Steg.« Lea ging mit. Der Nebel war jetzt heller und man konnte das Wasser besser sehen. Am Steg knarrten die Bretter. Lea zeigte auf die Stelle, die sie im Video erkannt hatte. 2 Beamte hoben die Holzplanke vorsichtig an. Darunter lag tatsächlich ein Paket, eingewickelt in Folie. Lea musste wegschauen, weil sie plötzlich Angst hatte, was darin sein könnte. »Okay«, sagte einer der Beamten ruhig, »wir sichern das.« Als sie zurück zum Café gingen, vibrierte Leas Handy noch einmal. Wieder die unbekannte Nummer. Diesmal stand nur ein Satz da. Das war ein Fehler. Lea zeigte der Beamtin die Nachricht. Die Beamtin nahm es ernst, machte ein Foto und nickte. »Wir kümmern uns darum«, sagte sie. »Und Sie gehen heute nicht allein nach Hause. Haben Sie jemanden, der Sie abholen kann?« Lea dachte kurz nach. Dann nickte sie langsam. Der Morgen, der so ruhig begonnen hatte, fühlte sich plötzlich viel zu groß an. Lea schaute auf den See
auf das helle Licht hinter dem Nebel und fragte sich, wie nah Gefahr manchmal sein kann, ohne dass man sie sieht.